Herzlich willkommen zu einem neuen Clip hier von mir von der Haien 2024. Es gibt echt unzählige Hersteller, worüber man berichten könnte, aber einen, den begleite ich ja nun persönlich schon ein bisschen, auch weil da ein paar Kontakte entstanden sind, und das ist die polnische Firma Pylon Audio, und sie haben hier wieder eine ganze Reihe an Produkten mitgebracht, die ich finde auf jeden Fall man gesehen haben sollte. Ich möchte einfach mal hier die nächsten Minuten nutzen, um das mal ein bisschen durchzugehen und euch zu zeigen, was es da echt Spannendes gibt, und wird einfach mal mit einem alten Bekannten starten. Das ist die Diamond-Serie, die haben wir auch vor 6 Jahren rund ungefähr schon mal betrachtet hier auf der Messe und hatten die auch schon im Test, und hat für den Preis, was sie damals aufgerufen hat, absolut geniale Leistungen gezeigt, und das hat jetzt das Unternehmen quasi in der Mark II, also in der neuen Version, aufgearbeitet. Sehr, sehr spannendes Design, sehr stark abgeschrägt. Wie man sehen kann, alles echtes Eichenholz, also es ist kein aufgeklebtes Furnier, das fühlt sich auch so an. Also wer schon mal einen richtigen Eichentisch in der Hand hatte oder angefasst hat, der wird genau diese Materialgüte wiedererkennen. Bei den Hochtönern geht man hier eine Kooperation mit Scanspeak ein. Also hatten wir auch schon quasi bei den Vorgängern. Die weiteren Chassis sind gewachsen und bieten echt viel Leistung. Also das, was ich jetzt bislang aus den Gesprächen erfahren habe, leider gibt es noch nicht ganz so viel Informationen. Das muss ich im Nachgang hier ein bisschen verlinken noch. Mache ich nochmal einen extra Artikel dazu, und dann werde ich das auch leistungstechnisch alles nochmal ein bisschen aufarbeiten. Also um nochmal zurückzukommen. Innen drin alles komplett überarbeitet. Wer mag, der guckt sich nochmal den alten Artikel von damals an. Da werdet ihr sehen, dass da noch ein bisschen Aufholbedarf bestand. Ganz neu auch der Diamond Sub. Also es gibt für diese Serie auch noch eine 30er, das ist die Diamond 28. Es gibt noch mal ein größeres Modell, und dann gibt es halt die kompakten Floorstands mit entsprechenden Füßen. Festaudio sollten den meisten HiFi-Begeisterten auch interessant sein. Absolut optisch geniale Kombo, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter, etwas komplett andere Ausrichtung. J20 ist so das, was JBL mit der Classic-Serie vor ein paar Jahren neu aufgelebt hat. Das sieht man jetzt überall. Bei vielen Herstellern immer mehr kommt dieses Format. Ich finde es genial, wurde letztes Jahr auf der Haien vorgestellt, und jetzt gibt es noch mal eine deutlich größere Version, Jade 30, J30, wie man es aussprechen möchte. Das ist ungefähr 1 Meter hoch, das ganze Konstrukt. Alles auch wieder mit Eichenholz gebaut. Richtig genial umgesetzt, muss ich sagen. Auch das Frontgitter richtig, richtig schick, hochwertig hier ausgeführt. Die Stoffverarbeitung. Du kannst natürlich rausnehmen. Ich gehe mal hier rüber. Da sieht man das Ganze schon verbaut. Ich habe mal gefragt, was so ein bisschen die Ausrichtung ist. Das ist auf jeden Fall ein Kollege, der richtig Membran schiebt, und der kleinere J20 ist dann etwas für das gediegenere Wiedergabeumfeld. Sehr spannend. Man nutzt hier teilweise, also das sind übrigens Lautsprecher, die alle in Polen gefertigt werden. Hier versucht man immer weiter darauf hinauszugehen, eigene Fertigungswege zu finden, also gar nicht groß als irgendwie Zulieferung aus Asien oder sonst wo. Und dieses Teil hier, also nicht der Hochtöner selber, sondern dieser Gang, der ist quasi aus einem 3D-Druck entstanden. Also finde ich sehr spannend den Ansatz, dass man das hier so wählt, und denke ich, man wird in Zukunft auch noch ein bisschen weitergehen. Das wäre jetzt so mein Eindruck von diesen beiden Lautsprechern. Achso, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, die J20 gibt es auch noch in schicken oder mit schicken Füßen. Die muss man dann optional dazu kaufen. Kommen wir mal zum absoluten Highlight. Ich lasse das einfach mal eine Sekunde wirken. Es ist ein riesen Lautsprecher. Ich zeige euch gleich noch ein paar Einblendungen von der Größenproportion, was das Ganze hier an den Tag legt. Ich versuche es mal richtig auszusprechen. Amethyst ist der Name dieses wunderschönen Kunstwerks, was komplett in der eigenen Fabrik in Posen gefertigt wird. Wiegt rund 200 Kilo. Hier hat das Unternehmen erstmals einen eigenen Hochtöner entwickelt, genau auch wie die Mitteltöner. Also die fertigen sie komplett selbst und kaufen nicht zu. Ich denke, das ist eine sehr spannende Entwicklung einer ganzen Geschichte. Lass es mal ein bisschen wirken. Den Lautsprecher gibt es in 3 Farbkombinationen, ist jetzt momentan noch nicht im finalen Status. 80% hat man mir so gesagt.
soll im September auf der HiFi Show in Warschau dann ja quasi eine große Präsentation erfahren. Und jetzt kommt es, weil wir ja auch gerade in der Riege der 5-stelligen Preise uns bewegen. Ich erinnere hier nur an Kanton. 50.000 € ist der ungefähre Preis für das Modell. Ich habe hier noch ein paar Bilder von der Produktion und aus dem Lackierprozess eingeblendet. Extrem komplexer innerer Aufbau mit einem Kompositstoff gemacht und sehr, sehr verbindungssteif. Das hier in der Mitte ist natürlich Eiche, man kann es vielleicht erkennen. Und das Außen, das ist walnuss Holz. Also wirklich, ich sage das echt selten und möchte ungern mit Superlativen arbeiten, aber das sieht wirklich genial umgesetzt aus hier von der Lackqualität. Also null Wellenschlag drin, gar nichts. Also da hat jemand richtig Arbeit reingesteckt. Muss ich absolut lobenswert erwähnen. Der Amethyst hier, wie man vor uns steht, das ist der Auftakt, das ist das absolute Flaggschiffmodell. Es wird jetzt noch 3 weitere Abstufungen geben. Ich mache mal hier einen kleinen Indikator mit den Markierungslinien. Das wird sich noch weiter abstufen. Also es gibt noch 3 weitere Standlautsprecher und es kommt auch noch ein Floorstand von dem guten Stück hier. Also ich bin echt gespannt, wie das Ganze dann sich geben wird und was uns der Hersteller hier noch richtig Tolles zaubern wird. Dann haben wir hier noch eine weitere Serie, die wurde letztes Jahr noch als Prototyp gekennzeichnet. Das nennt sich Zircon. Relativ schmal, relativ hoch aufgebaut, kommt jetzt als fertige Serie an den Markt und ist hier auch ganz klar in dem Stil, dieser Holz- und Eichenausfertigung gehalten, beziehungsweise dürfte das Walnuss sein, sofern ich jetzt nichts Falsches erzähle. Das soll es hier von meinem ersten Eindruck gewesen sein. Ich habe eine ganze Menge Bilder, Detailbilder, noch mehr Informationen, die ich im Nachgang dann bekommen habe, hier vom Pylen Audiostand mir noch eingeholt und die habe ich hier im Artikel verfasst und würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Und vor allem, was mich interessiert, würdet ihr diese Lautsprecher kaufen? Wie kommen die bei euch an? Und wie kommt dieses Highlight an optischer Ausarbeitung bei euch an? Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also, vielen Dank fürs Anschauen, für die Aufmerksamkeit. Schaut hier gerne noch ein paar andere Clips von High-End an und dann hören oder sehen wir uns.